Buanji und herzlich willkommen zu einer neuen Woche in Sambia. Wir sind Yvonne und René und nach einer langen Auszeit in Deutschland haben wir unser Fahrzeug Tembo wieder in Besitz genommen und die Stadtgrenzen Lusakas endlich hinter uns gelassen. Erster Stopp Kafue River. Ich sage jetzt mal verspätet einen schönen guten Morgen. Wir sind ja jetzt hier am Kafue River auf dem Grundstück von Freunden von Gerd und Jutta. Die sind gerade hier zu Besuch. Das ist ja wie so eine Art Gärtnerei und sie wollen vor allen Dingen einen Campground hier entwickeln, bauen. Marco, der jetzt vor mir läuft, hat dieses Grundstück vor 2 Jahren gekauft und alles, was hier zu sehen ist, ist erst 2 Jahre alt. Also dieser Kanal, den man hier sieht, der ist jetzt nicht nur dafür gebaut, dass quasi das Wasser irgendwie näher zum Grundstück geht. Nein, er soll auch quasi als Kanal zum Vergnügen sein, auch zum Bootfahren und Schwimmen und vor allen Dingen krokodilfrei. Fischen auch noch, sagt Gerd gerade. Die wollen ja auch noch angeln. Aber es soll wohl auch eben eine Schranke sein, dass halt eben keine Krokodile sind. Weil im Kafue River, auch wenn Gerd noch keine gesehen hat, sind Krokodile drin. Und das ist der Truck von den beiden. Die haben auch einen Truck. Da lacht das LKW-Herz von meinem Mann. Sitzt du schon mal Probe? Eine Probefahrt. Den nimmt er. Er hat sich verliebt. Ja, Eindeutig. Das ist ein toller Laster. Nicht zu groß, nicht zu klein. Der gefällt mir sehr gut. Eindeutig verliebt. Ich merke es schon ganz genau, wie er sich das Ding anguckt. Du hast einen ganz tollen Blick, hast du. Du hast hier so wie so Panoramablick. Ach, das ist Renés Traum wieder. Umgeben von Containern. Das will er hier. So genau so ist das Renés Traum. Genau. Container rechts und links. Dazwischen ein bisschen Platz zum Schrauben. Guck, hier ist die Terrasse. Yvonne hat sich ja noch ein bisschen Belüftung hier im Schrank gewünscht, weil ansonsten da unser Gemüse ganz gerne drin verschimmelt. Und jetzt habe ich hier solche Lüftungsdinge. Und jetzt bohre ich dann mal ein paar Löcher in den Schrank, dass wir die da einbauen können. Und hoffen, dass es danach nicht mehr so schimmelt. Ich habe ein bisschen Angst, wenn das Loch zu groß ist, ist es zu groß. Ne? Tipptopp. Jetzt habe ich nur meinen Stufenbohrer, der bohrt nicht tief genug. Die Stufe im Stufenbohrer ist nicht ausreichend. Das heißt, das Ding versenkt sich nicht ganz, das werden wir mit der Hand hier ein bisschen nachschleifen müssen. Da habe ich ja wieder Lust zu. Da ist mir gerade noch was Tolles eingefallen. Ich habe ja noch so einen Fräser. So einen Fräsaufsatz für die Bohrmaschine. Und damit geht das bestimmt besser jetzt. Testen wir nochmal, ob es reinpasst. Ach, tipptopp, es gerastet regelrecht ein. Einwandfrei, jetzt machen wir noch ein zweites Loch hin. Und dann machen wir das gleiche noch da oben hin. Jetzt beim Schneiden des Materials kann ich euch sagen, das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend und das Gemüse eindeutig länger haltbar. Und somit hat mein MacGyver sich wieder ein Sternchen in seinem Hausaufgabenheftchen verdient. Wir zwei gehen jetzt auf Papayasuche. Ich habe gestern ja hier einen Baum gesehen, der ganz große Papayafrüchte dran hatte. Achtung, ich habe das Messer in der Hand. Und René isst ja ganz gerne Papaya. Jetzt machen wir das mal. Ich habe unterwegs jetzt schon mal eine Aubergine gefunden. Die Dame ist im Papaya-Expeditionsmodus. Und die hier, die sieht doch irgendwie ganz gut aus. Ja, da habe ich eine. Das war leider ein Satz mit X. Die Papaya sah schon schön reif aus, aber sie war knochentrocken. Die Männer gehen jetzt mal Bananenje holen. So ein lecker Bananenje hier mal rausholen aus der Bananenplantage. Bewaffnet sind wir.
Du musst auch so ein bisschen grimmigen Blick machen dabei. Nee, die sind noch nicht. Aber man haut hier unten die Blüte ab, weil hier passiert nichts mehr. Das wären die neuen Bananen, aber das haut man ab, damit der Saft weiter in die Banane geht. Okay, ich glaube hier, die Machete ist sogar scharf. So, wir lassen den Dschungelcamper mal vorlaufen. Ich bleibe ein bisschen hinten dran, weil ich bin ja eher so der ängstliche Typ. Ich glaube, wir müssen da innen rein. Die fängt gerade erst an. Guck mal, wie die mit drauf hat. Moment. Die ist ganz frisch aufgegangen. Hat die erste Kappe aufgemacht. Ah ja. Da sind rechts oben drin, siehst du die ersten. Das ist die erste Kappe. So ein Ding geht auf, dann blüht das, dann ist ein Windbestäuber und da oben, das werden die Bananen. Ja, dann geht ein Blatt auf, hier die ersten Blüten vertrocknen schon wieder und dann wächst da die Banane. Und so geht das immer weiter und das ist dann oben drüber. Das sind immer so einzelne Pakete. Ja, aber jetzt kommt doch die entscheidende Frage. Die Dinger hängen ja erst nach unten. Ja. Wann wächst die Banane nach oben? Sobald das Blatt weg ist, dann drehen die sich um und wachsen Richtung Sonne. Aha. Jetzt ernten wir mal wie echte Männer eine Banane. Okay? Okay, wir sind bereit. Nur, das ging jetzt aber schneller als gedacht. Mit einem Schlag hat er das Ding da durchgehauen. Man merkt schon, der Mann ist schon ein bisschen länger hier in Afrika unterwegs. Hier kann man jetzt mal schön sehen, der wurde gestern erst abgeschlagen und dass sofort hier innen drin der Strunk wieder anfängt hier rauszuwachsen. Also das ist das Wachstum jetzt von, das sind keine 24 Stunden. Nö, keine 24. Das ist der Hammer, wie schnell das geht. Ja. Und da kommt dann wieder ein neues Banänchen raus. Ja. Gerade rechtzeitig zu dieser schönen Abendstimmung sind wir mit Essen und Spül fertig. Heute brennt es mal wieder auf der anderen Seite des Flusses. Überall wird abgefackelt. Es wurde eben leider ganz hell und knisterig und das Feuer hat man ganz dolle gesehen. Jetzt war gerade die Befürchtung, dass es hier auf dem Grundstück brennt. Aber es ist doch zum Glück nur auf dem Nachbargrundstück. Da wurde wohl was aufgehäuft. Und da brennen sie es jetzt ab. Ich wundere mich, was mein Mann hier macht nach seinem Sporteln. Hat er sich einen Schlauch geholt? Kniet in der Matschepampe Ja, lecker. und macht Rahmeninnenreinigung. Ein wunderbarer Job. Problem ist, bei so einem Kastenprofilrahmen sammelt sich einfach im Laufe der Zeit sehr viel Sand, Schlamm und Dreck und backt da drin an. Und der muss irgendwann wieder raus, weil sich natürlich in Sand und Mocke bildet sich Feuchtigkeit, oder kann sich Feuchtigkeit bilden, wenn es nass ist. Und das ist nichts gut für Rost. Und deswegen mache ich von Zeit zu Zeit den Rahmen innen drin sauber. Aber das ist kein sauberer Job. Der macht doch nicht wirklich viel Spaß. Eine Stunde später und wir haben einen See unter dem Auto. Aber da ist immer noch Zeug drin. Das ist so ein Job. Das ist so festgebacken da drin. Da sind hier Mischungen aus Black Cotton Soil, Fesch und alle möglichen Krimselkramsel da zusammengebacken. Ich glaube, alle Flüsse Afrikas stecken da unten schon mit drin. Aber ich versuche das eigentlich so alle Halbjahr mal zu machen, damit das mal alles wieder rauskommt. Ja, das ist ja dann quasi überfällig, nicht? Ja, genau. Diese Arbeit erinnert uns doch sehr daran, auf welchem Kontinent wir uns gerade befinden, denn die traumhafte und friedliche Umgebung versetzt uns gefühlt eher nach Europa.
Wir sind unterwegs, wir sind eingeladen. Alle zu viert. Jutta muss jetzt auch mit auf den Film. Ja, wir sind heute eingeladen von unseren Gastgebern. Ich glaube, er wollte das erwidern. Oh, geht, ich habe das gut in der Hand. Wir gehen quasi aus. Allerdings, wie australisch, bring your own. Also wir haben Salat gemacht und Wein und Bier und Wasser nehmen wir alles mit. Wasser hat er stehen lassen. Hab ich. Hat er. Ach, Hat er alles ich wollte dabei. gerade schon wieder Bier und Mixgetränke. Jetzt laufen wir hier durch den Vorgarten, mal gucken, Stellung. ob wir von Rumbo, dem wunderbaren kleinen süßen Rottweiler, gefressen werden, wenn wir da jetzt ankommen. Es sind auch 2 Puppies heute schon gekommen. Babys, die haben ja insgesamt 8 Rottweiler in Lusaka. Rechts ab, Entschuldigung, rechts. Wir gehen. Also, ich bin gespannt, was das gibt. Bestimmt lustig. Sharon ist heute Nachmittag gekommen, wahrscheinlich auch mit den Töchtern. Die habe ich noch nicht gesehen. mit Sicherheit. Genau. Also, bis später. Mit unseren Gastgebern Sharon und Marco haben wir 2 extrem interessante und energiegeladene Menschen kennengelernt, die zwar nicht so im Film festgehalten werden wollten, aber sehr lebendige Gesprächspartner waren und wir gefüllt mit gutem Essen, vielen neuen Geschichten und Informationen über Land und Leute unserer Abreise am nächsten Morgen entgegensehen können. Der letzte Morgen hier am Carrefour River hat begonnen. Einen schönen guten Morgen vom Carrefour River, sage ich jetzt auch nochmal. Heute haben wir tatsächlich uns jetzt endlich mal entschieden und fahren weiter. Wir machen noch gar nicht richtig Morgengymnastik, sondern mein Mann dehnt sich nur mal ein bisschen. Weil ihr habt ja schon den Blick heute Morgen gesehen aus dem Fenster und diesen Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang, ich rede schon wieder nur Quatsch. Aber das jetzt auch noch mit Tieren, das wird jetzt in den nächsten Tagen nämlich die Krönung. Wir fahren jetzt nämlich vom Carrefour River in den Carrefour National Park und dann haben wir hoffentlich auch eine ähnliche Aussicht, nur dass dann da noch Elefanten, Hippos und sonstige Tiere vielleicht sind. Da freue ich mich jetzt die ganze Zeit ein Loch im Bauch. Wir packen jetzt gleich zusammen, fahren 150 Kilometer, um in den nächsten die Einkaufsmöglichkeit wahrnehmen zu können, weil mein Kühlschrank ist ratzeputz leer. Wir konnten uns hier ja die ganze Zeit aus diesem wunderbaren Garten Sachen entnehmen. Die haben hier ja Salat angepflanzt und Tomaten und Auberginen. Das ist ja alles total geil. Wir haben es jetzt tatsächlich leer gepflückt, glaube ich, weil Salat wächst ja jetzt nur auch mal nicht so ganz so schnell. Aber ja, der nächste Supermarkt ist mein. Dann machen wir uns den Kühlschrank richtig schön voll und dann verschwinden wir mal für ein paar Tage im Carrefour. Ich bin gespannt, was die Preise da jetzt sagen und wie lange wir uns da drin aufhalten sollen. Das ist der größte Nationalpark wohl Afrikas, hat mir jetzt gestern eben Marco gesagt. Zweitgrößte. Ich glaube, er ist größer als der Krügerpark und auch als die Serengeti auf jeden Fall. Das habe ich gelesen. Aber das werden wir einfach mal sehen. Wird da ja hoffentlich auch irgendwo stehen. Habt ihr das wahrgenommen? 150 Kilometer bis zum nächsten Supermarkt. Das sind Dimensionen, die wir uns in Deutschland nie vorstellen konnten. Einzig in Australien hatten wir größere Entfernungen von Einkaufsmöglichkeit A zu B. Immer wieder Wahnsinn, wie groß die Länder auch flächenmäßig hier sind. Immer wenn man hier so am letzten Tag so einpackt, muss ich erst wieder alles sortieren. Ich bin da noch nicht so wirklich gut drin. Das ist ja völlig Genau. falsch. Und das Meine ist, Damen und Herren, seit Jahren. Aber da könnt ihr mal sehen, wer die Stühle mir wegräumt. Genau, aber das ich Thema nicht. wollen wir gar nicht weiter ich nicht, ganz klar. aufbauen Ich mache und- das auch nicht. Das ist Genau. sein Job. Und ich habe das heute versucht. Ich habe den Tisch schon ordentlich zusammen gemacht, habe die alles schon zusammen gemacht, aber ich krieg's halt nicht rein. Also Leute, wir machen Dieses das so. Puzzlespiel verstehe ich noch nicht ganz. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich hier die Sachen verstaue. Und sollte die Frau aus irgendeinem Grunde irgendwann mal alleine unterwegs sein müssen, dann kann sie euch fragen, wie es geht. Dann brauchen wir hier diesen Zubergurt.
Aha. Ach so, das wird auch nochmal befestigt. Deswegen, ich dachte, das wäre der Gurt für unten, das Ding rauszuholen, die Holzplatte. Okay, da ganz so falsch war ich nicht. Ich wollte nur nicht die Plastikläden kaputt machen. So, jetzt gehen wir mal auf die Suche nach Sharon und Marco, um uns von denen zu verabschieden. Auto ist fertig gepackt. Immer wie immer alles länger gedauert als geplant. Na gut, wir haben noch die Solaranlage zusammengeflickt, damit die funktioniert. Also von dem Überstand für die Wasserpumpe von Gerd und Jutta. Nicht unsere. Okay, es ist für uns jetzt Zeit zu gehen. Time to go. Wir haben schon den Platz hier genannt, The Day After Tomorrow, weil seit 3 Mal haben wir gesagt, The Day After Tomorrow we will leave. Heute ist tatsächlich der Tag, es ist Samstag. Wir sind jetzt ganze 8 Tage hier an diesem Platz. Und dann fahren wir da hinten hoch. Auch noch eine bei uns kaum noch vorstellbare Tatsache. In diesem Tal gab es ungefähr 0,0 Empfang. Wir waren also absolut abgeschnitten von der Außenwelt und tauchen somit langsam wieder aus dem Off auf. Die nutzen hier den Bergabdrall, um auch noch ein bisschen Grünzeug mitzunehmen. Das ist dann ein bisschen leichter. Haben sie gleich heute für eine Art wahrscheinlich ein bisschen Feuerholz, schätze ich mal. Neben ihren ganzen Kohlen. Die Kohlegewinnung ist eigentlich in Sambia absolut verboten und doch werden diese riesigen Kohlesäcke überall angeboten, wodurch die Landschaft natürlich noch karger wird. Masabuka ist jetzt gleich erreicht. Auf dem Weg hierher haben wir riesengroße Rinderfarmen passiert. Da hat man kein eines Rind gesehen, aber man hat die Dimensionen dieser Farmen erlebt. Das ist so ähnlich wie es hier jetzt rechts von der Straße ist. Mal ein Rind zu sehen und dann nichts mehr. Ich schätze mal, ich kann mein Einkaufsziel nicht verfehlen. Das Ding ist logistisch recht gut gelegen, würde ich sagen. Und wenn wir es schon die ganze Zeit vom Shopping haben, der Hinweis in eigener Sache. Wenn euch unsere Filme gefallen und ihr uns bei unserer Reise unterstützen möchtet und eben nicht nur durch euer Interesse an den Filmen, so könnt ihr das entweder direkt über den PayPal-Link unter der Videobeschreibung oder unserer Bio, sondern neuerdings auch über eine Kanalmitgliedschaft machen. Für all eure Unterstützung, auch die mentale, danken wir euch herzlich und möchten auf diesem Wege unsere ersten Kanalmitglieder herzlich willkommen heißen. Danke Andreas und Blumenkieker. Die Schatten werden länger und es ist ein bisschen schwierig hier gewesen, einen Platz zu finden. Und jetzt haben wir auf iOverlander einen Platz gesehen, hier eine Campsite, die gucken wir uns jetzt mal an. Wir sind ja jetzt hier auf einer alten Rinderfarm gelandet und man sieht auch überall die Haufen von den Kerlchen. Jetzt will er bestimmt wissen, wo er sich hinstellen soll. Das ist mir doch wurscht. Stellen sich einfach irgendwo hin. So, mal gucken, worauf die Dame heute früh Lust hat. Guten Morgen. Ich sehe euch nur zur Hälfte, ich habe noch keine Brille an. Treibst du? Ich mache unseren Siggi mal wieder bereit. Ach, guck mal hier, der könnt ihr euch mal wieder mitnehmen. Freund Siggi, Sauerteig. Dem ist ein bisschen kalt, deswegen wollte ich den jetzt mal in die Sonne stellen. Der wird jeden Morgen ein bisschen gefüttert. Kriegt ein bisschen Mehl rein. Ein bisschen noch hoffentlich warmes Wasser. Bisschen Wasser. Und dann wird er einfach wieder in den Schrank gestellt und dann kann der vor sich hin blubbern. Das Problem ist, dass es dem halt wirklich gerade kalt ist. Die Nächte sind ziemlich kalt. Deswegen blubbert er nicht so richtig.
Aber als wir unser erstes Brot jetzt gemacht haben, habe ich auch den Teig dann einfach, den ich ja abends immer vorbereiten muss. Der ist auch nachts nicht so gegangen. Dann habe ich den morgens hier nochmal in die Sonne gestellt. Und das mache ich jetzt mit Siggi auch erstmal. Wir sind kurz vor der Abfahrt, haben eben nochmal das Wasser getestet. René hat den Wassertest gemacht und das Wasser als gut und sauber empfunden. Deswegen habe ich jetzt mal das dreckige Wasser aus dem Tank wieder raus und mache jetzt mal frisches, klares, sauberes Wasser rein. Das erscheint mir ein vernünftiger Schachzug. Er muss leider nur ein bisschen Handsport machen dabei, weil... Habe ich hier lauter Fittings und Adapter, aber auf das komische Ding passt keiner drauf. Ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich selbst geschnitzt und weit weg von der wunderbaren DIN-Norm, die der Europäer so gerne hat. Manch einer wird sich bei solchen Bildern auch immer mal wieder fragen, ob einen das ständige Geräume nicht irgendwann nervt. Und ja klar, manchmal ist das nervig, aber zu Hause hat man auch immer wiederkehrende Dinge, die auch nicht so toll sind. Und dann ist das hier doch ein Klacks dagegen. Denn wir dürfen hier sein und unseren Traum leben und sind unendlich dankbar dafür, auch wenn es manchmal etwas pathetisch klingt. Ich wollte euch mal zeigen, wo wir uns gerade befinden. Ich habe mir mal die Karte gerade geschnappt. Hier hatten wir, also Lusaka ist hier quasi auf der Seite gerade ein bisschen drum. Hier haben wir unsere 8 Tage Auszeit genommen, wo wir uns mal echt ein bisschen an Afrika wieder gewöhnt haben und durchgeschnauft haben und sind jetzt so zurückgefahren. Masabuka, da haben wir eingekauft und jetzt fahren wir hier. Ich muss aber mal gucken, wenn der so komisch bremst, wenn der fährt. Monze, haben wir geschlafen kurz vor Monze jetzt. Und jetzt fahren wir hier entlang. In Kalomo wollen wir dann abfahren, um dann hier hochzufahren. Das hier ist der südliche Teil vom Kafue National Park. Und Livingston und die Fälle sind hier. Hier ist Katiba Mulilo, dieser wunderbare Grenzposten, wo es 3 Länder gibt, die man überqueren kann. Da ist mal eigentlich Katiba Mulilo, ist schon wieder in Namibia. Ja, genau. Wir sind nicht so weit weg. Ist der in die völlig falsche Richtung gefahren, nur um mal hier auf den Punkt zu bringen. Macht nichts. Wir wollten mal wieder ein bisschen Wildlife. Der soll sehr schön sein, der Kafue National Park. Das machen wir jetzt einfach mal. Pause! Endlich gibt es jetzt mal Frühstück. Ich habe echt Hunger. Wir haben hier gerade so ein bisschen abgefahren. René hat so eine kleine Piste gefunden hier, neben der Hauptstraße. Und jetzt parken wir hier im Schutze dieses kleinen Bäumchens im Schatten. Da kommt die Karawane gerade wieder vorbei. Ich bin ja mal sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Wir durchfahren jetzt Choma und das ist nach Masabuka, wo wir ja gestern einkaufen waren, die nächste und erste größere lebhafte Hauptstadt. Und sie ist vor allen Dingen Hauptstadt der Tonga. Das ist ja der Hauptstamm hier unten im Süden oder eher Südwesten. Wir sind auf der Suche nach Diesel. Da ist Diesel. Frag doch erstmal, ob er Diesel hat. Okay, no Diesel? No Diesel, okay, thank you. Kein Diesel. Wir haben jetzt hier gerade 2 Autofahrer überholt, die dem Fahrzeug vor uns eigentlich angezeigt haben, dass sie irgendwie entweder Luft brauchen oder einen Wagenheber, keine Ahnung. Wir fahren jetzt einfach mal zurück. I think my stars have come out. I don't know how, but okay. Yeah. Maybe we can check it and then see what's going on. René war jetzt eben mal hinten gucken, also der scheint keinen Platten zu haben, sondern einen Schaden, hat aber keinen Wagenheber. Sieht es eher nach einer langwierigeren Aktion aus.
Aber gut, so ist es halt. Machen wir mal das Auto aus, oder? Ja, ich wollte nur kurz runtertun lassen. Okay. Hi. So. Rad ist schon mal unten. Schicke Reifen. Und? Ja, die schicken Reifen ist nur noch ein Radbolzen übrig. Die Radbolzen Oh, sind alle fuck. abgerissen. Only one left. Ja. Ist das so gut? Da der Mann im hellgrau, hellblauen T-Shirt und Jeans, der jetzt gerade davon stampft, der hatte dann das Problem mit seinem Auto. Wir haben ihn jetzt hierher Der wollte gefahren. seinen Sohn in die Schule fahren. Der geht hier in die Schule. Der ist ja immer für 3 Monate in der Schule. Dem haben Und wir das Schönste war, er hat zu seinem Sohn gesagt, erzähl das bloß nicht der Mama. So, überall das Gleiche. Anbaggern wegen Genau, dem René Tanken geht jetzt erstmal mal kurz. René geht jetzt erstmal Frag mal tanken. wegen der Kreditkarte, ob das hier geht. Frag du das selber. Ich will jetzt beim Fenster. Hi, hi. Could we pay by credit card? Yeah. Yeah, Okay, perfect. So perfect. then we can take diesel. Oh, yes. Thank you so much. So, auf jeden Fall haben wir den Kerl jetzt mit hierher genommen. Ich bin nach hinten gewandert, deswegen konnte ich nicht filmen oder irgendwas aufnehmen. Und der arme Sohn, der wurde damit trocken zurückgelassen. Den habe ich erstmal eine Flasche Wasser abgegeben. Unser Auto ist durstig. Wir sind jetzt knapp bei 87 Liter. Also sind wie viele Kilometer gefahren? Noch keine 500, also knapp 500, glaube ich. Mal Ouch. gucken. Ich habe eben schon gesagt, es ist gut, dass wir schon mal getankt haben. Gerade wenn es Dieselknappheit ist, muss man jede Gelegenheit nutzen. Aber nee, hat das jetzt ausfallen lassen. Och, macht nicht alles rein. Gut. Oh, hi. Are you sure that's still ours? Also wir sind jetzt hier 88 Liter. Durch die Fahrt jetzt, durch die Rettungsfahrt nennen wir das jetzt mal, sind wir jetzt sogar schon in Calamo angekommen. Ich saß ja hinten drin, ich habe es überhaupt nicht mitgekriegt, wo wir jetzt sind. Und hier geht jetzt gleich, wir müssen noch ein kleines Stück wieder zurückfahren, die Piste ab, die hoch in Richtung Carrefour National Park führt. Es ist komischerweise ein bisschen bewölkt. Wir sind ja weit von der Regenzeit entfernt. Aber so richtigen blauen Himmel haben wir tatsächlich ja auch nicht erlebt. Ah, guck mal hier steht sogar dran. Carrefour National Park. Ndundumbezi geht 80 Kilometer. Und jetzt fängt wohl eine echt blöde Fahrt an. Hier muss es wieder richtig schön holprig, poltrig werden, Wellblech und dicke Löcher. Aber eben auch kein Asphalt mehr, sondern der hört jetzt gleich auf. Viele, die uns verfolgen schon länger oder eben andere Reisende, die auch in solchen Regionen unterwegs sind, werden sicherlich wissen, was jetzt ziemlich bald als nächstes hier passieren muss. Genau. Luft muss abgelassen werden. Einer unserer Lieblingsjobs. Vor allem ist das so laut, gerade fürs Filmen. Das ist sehr unangenehm. Wie viel hast du jetzt abgelassen vorne? Ein da. Bin jetzt runter auf 2,8 von 3,8, also auch schon viel ist hier vorne. Aber auch beim heißen Reifen. Hier hinten haben wir 4 Bar. Es ist gerade köstlich. 20 nach 4. Es ist ja schon länger Zeit, einen Nachtplatz zu suchen. Wir sind unterwegs. Jetzt hadern wir mit uns. Wir würden ja gerne mal versuchen, mal bei so einem Chief of the Village, also dem Chef eines Dorfes, anzufragen, ob wir denn da offiziell entstehen könnten, um dann eben nachts nicht mehr so ein Gehässel zu haben, wie wir es ja schon häufiger hatten. Der Besuch nach Dunkelheit, ob wir irgendwie Diebe sind oder die das Rind klauen wollen oder. Also es ist ja nicht so, dass die haben ja Angst vor uns. Das Problem ist nur, dass ich halt so ein Dorf hier, das zieht sich ja hier ewig lang. Hier sind überall ein paar Hütten. Und wo fange ich jetzt an, mal zu fragen, wer der Head of Village ist? Aber das ist echt ganz schön schwierig, kann ich euch sagen. Jetzt rollen wir so vor uns hin. Für die Nachtplatz. Wir rollen so vor uns hin und in so 25 Kilometer ist... Und die Zeit verstreicht, die Sonne Genau. geht immer weiter runter und unser Problem wird nicht kleiner.
Wir haben uns jetzt für die Variante Fragen entschieden. Nur haben wir die ganze Zeit keinen Mann mehr gesehen. Aber da ist ein Mann. René geht jetzt mal dahin und fragt. Ich schätze mal, es klappt. Er hat gezeigt auf die andere Seite von unserer Piste. Hat so das Zeichen für Schlafen gemacht. Jetzt verneigt er sich zweimal schon. So, ich habe mit Richard gesprochen und der sagt alles wunderbar. Da können wir uns hinstellen, da können wir erst sogar schlafen. Hier auf die andere Seite. Wir können die Stoffstraße rein, den Weg da. Ach so. Das ist doch prima. Genau, tipptopp. Habe ich hier feinstem Hessisch geklärt. Auf feinstem Hessisch. Hessisch mit Bemba gemischt. We will stay here for the night. We'll sleep here. We'll sleep. Oh. Ne, wonach so? Ja, ich denke mal. Jan ist jetzt gerade schön am Kochen und draußen kriegen wir jetzt langsam Besuch. Aber die waren vorhin auch schon mal alle da, haben alle schon mal Hallo gesagt. Und aber jetzt ist natürlich neugierig, jetzt passiert hier was bei der Dame in der Küche. Da muss man schon mal gucken, was los ist. So, das ist die Frage, ob man das sieht. Ich muss jetzt gleich mal die große Kamera auspacken. Aber ich habe heute gelesen, dass in Hessen Mondfinsternis ist. Und da haben wir eben recherchiert. Das müsste ja theoretisch hier auch sein. Also es ist ganz außergewöhnlich, wenn in Hessen Muss das Licht Mondfinsternis ist, anmachen. dann Das ist sieht man nicht. Wenn in Hessen Mondfinsternis ist, dann ist in Sambia auch Mondfinsternis. Das ist ein recht einmaliges Ereignis. Ich leuchte es mal an, aber sieht man trotzdem Man nicht. wird es nicht sehen, mach mal weg. Wir müssen jetzt die große Kamera mal holen, weil das ist ja ein Spektakel. Das wir umrundet vom Dorf auf dem Dach unseres Fahrzeugs genießen durften. Wir danken euch für euer Interesse, empfehlt uns gerne weiter und schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein, wenn Tembo seinem natürlichen Habitat wieder zugeführt wird. Also bis dahin, Tbalumbe, Muchale Kabutu, also danke, tschüss und bye bye. Ich kann euch sagen, es ist ganz schön schwer, Geschichten zu Ende zu erzählen. Wir saßen jetzt die ganze Zeit oben auf unserem Autodach, fanden die Situation hervorragend und sehr romantisch und haben aber versucht, die Mondfinsternis auch wieder aufzulösen. Das heißt, zu warten, bis er wieder hell wurde. Wir saßen jetzt aber, glaube ich, 2 Stunden da oben. Hier in Sambia ist es ja erst Frühling, während es bei euch Herbst ist. Das heißt, abends ist gefühlt die gleiche Temperatur. Es ist nämlich frisch. Und deswegen konnten wir jetzt nicht länger warten und mussten wieder rein. Unser Dorf hier oder unsere Behausung drumherum, Die wo sind wir schon hier seit stehen, einer Dreiviertelstunde, sind die mucksmäuschenstill. die sind schon lange ins Bett gegangen. Genau. Und das ist das, was wir jetzt auch tun, weil der Rhythmus hier in Afrika ist tatsächlich ein bisschen anders. Sonnenauf bis Sonnenuntergang, ein bisschen Plus und ein bisschen Minus. Nicht so stark wie bei uns. Aber deswegen sagen wir jetzt, Gute ich hoffe, Nacht. ihr habt es bei euch auch genossen. Gute Nacht.